Menschen, die ertrinken, schreien nicht. Sie kämpfen um ihr Leben. Fast still gehen sie unter. Bundesweit sind im vergangenen Jahr 299 Menschen ertrunken. 19 von ihnen in Hessen. Alle an nicht bewachten Badestellen in Flüssen oder Seen. Hier im Edersee in Nordhessen sind auch schon Menschen ertrunken. Wir sind heute mit Selina verabredet. Sie ist oft am Edersee und fragt sich manchmal, was sie tun würde, wenn jemand droht zu ertrinken. Wenn da mal ein Kind in Not gerät, da denkt man auch schon mal anders. Und wenn man jemanden Erwachsenen vielleicht auch noch sieht, ob ich den so retten könnte, wenn der doppelt so groß ist, doppelt so schwer, wird schwierig. Was Selina nicht weiß, wir wollen einen Test mit ihr machen. Trotz Ferienbeginn ist kaum etwas los, nur ein Besucher ist da. Unser Lockvogel, Rettungsschwimmer Stevie, wird gleich so tun, als würde er ertrinken, sobald Selina zum Strand runterkommt. Selina weiß nur, dass wir einen Film darüber drehen, wie man als Laie Menschen in Not helfen kann. Und sie weiß, dass wir deshalb am Strand mit Leuten von der DLRG verabredet sind. Es geht los. Selina geht Richtung Seeufer. Wird sie Stevies Notlage erkennen? Bis zum Ufer sind es nur 50 Meter. Sie kann Stevie sehen. Er simuliert schon eine halbe Minute das Ertrinken. Merkt sie nichts? Während Stevie scheinbar um sein Leben kämpft, schaut sie direkt zu ihm und wieder weg. Jetzt, nach einer Minute, scheint sie etwas zu bemerken. Ich glaube, da hat jemand Probleme. Wir brauchen Hilfe! Sollen wir noch mal rausgehen aus dem Wasser, damit wir besser atmen können? Leg mich einfach auf die Seite. Nee. Kommen Sie hoch. Selina setzt einen Notruf ab. Hallo? Jetzt kommen Stevies Kollegen von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Wiebke und Daniel haben die Szene von weitem beobachtet. Hat Selina richtig reagiert? Eigentlich ist bei uns dann so ein bisschen, ich sag mal, die Alarmglocken losgegangen, als wir gesehen haben, sie rennt ins Wasser. Das kann natürlich eine Gefahr sein, wenn du da ins Wasser gehst, wenn die panisch sind. Die klammern sich an dir fest. Ja, das die können ich gemerkt. Am Umständen Anfang wollte ich ihn mitziehen und hat sich an mich geklammert und ich dachte, oh, hier ist doch ganz schön tief, hier kann ich ja gar nicht stehen. Also ich sag mal, wenn das jetzt Realfall gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, noch fester zugepackt, weil ich mich einfach gefreut hätte, oh, da ist irgendwas zum Festhalten und hätte sie, glaube ich, auch nicht so schnell losgelassen. Ja. Also im Zweifel hätte ich sie auch mit unter Wasser gedrückt. Wiebke und Daniel zeigen, wie es aussieht, wenn Menschen in Panik ihre Retter unter Wasser ziehen. Rettungsschwimmer wissen, wie man sich aus so einer Situation befreit. Für Laien ist das schwer und kann gefährlich werden. Selina hat schnell reagiert, aber sich selbst in Gefahr gebracht. Richtig wäre es gewesen, zuerst den Notruf zu wählen und dann nach einem Hilfsmittel zu suchen, an dem sich das Opfer festhalten kann. Ein Ast, eine Schwimmnudel oder Luftmatratze. Selina hat Zeit gebraucht, um Stevies Notlage zu erkennen. Wenn jemand ertrinkt, sieht das meist nicht dramatisch aus. Das ist typisch. Man nennt es deshalb auch stilles Ertrinken. Der Name stilles Ertrinken kommt einfach, weil er keine großen Töne macht, nicht wie man das quasi aus dem Fernsehen oder so kennt, dass er quasi wild rumwinkt und schreit und um Hilfe ruft. Und das wirklich einfach still passiert, er geht unter und man bekommt es eigentlich gar nicht wirklich mit. Meist will der Körper verhindern, dass Wasser in die Lunge kommt. Das löst einen Reflex an der Stimmritze aus, durch den sich die Stimmbänder verkrampfen. Die Atmung ist dann blockiert. Sauerstoffmangel entsteht. Der Mensch wird bewusstlos. Schon nach 3 Minuten ohne Sauerstoff können Gehirn und Organe geschädigt werden. Erst in der Bewusstlosigkeit löst sich die Verkrampfung der Stimmbänder wieder. Wasser dringt jetzt in die Lunge ein. Das Herz pumpt immer weniger Blut durch den Körper und hört schließlich auf zu schlagen. Wir fahren mit dem Team der DLRG raus auf den See.
Welche Schwimmer geraten eigentlich in Not und warum? Also ich glaube in erster Linie Leute, die sich überschätzen. Ja, die sagen, die Entfernung bis rüber und zurück, das schaffe ich locker. Dann haben wir aber natürlich auch medizinische Sachen wie ein Asthmaanfall oder ein Herzinfarkt oder einfach nur ein Krampf in der Wade. Oder Leute, die einfach alkoholisiert sind und sagen, ja, ich schwimme jetzt noch mal eine Runde heute Abend, uns dann doch nicht mehr zurückschaffen. Die nächste Aufgabe für Selina. Was kann sie im offenen Wasser tun, wenn keine Hilfsmittel zur Hand sind? Baby, ruhig atmen. Mach mal die Augen auf. Stopp! Selina kommt Stevie viel zu nahe. In Panik könnte er sie runterziehen. Was kann ich denn machen? Dass du eigentlich gar nicht so nah kommst. Gerade in so einer Situation wie dem Edersee, ja, der einfach nur tief ist, kann Selina eigentlich jetzt als, ich sag mal, Ersthelferin nicht viel tun, außer sich die Stelle zu merken. Es klingt ein bisschen hart, aber Selina muss einfach abwägen, ob sie sich in diese Gefahr gerade begeben kann. Aber sie kann um Hilfe rufen, damit Boote oder die DLRG aufmerksam werden. Und sie versucht, den Schwimmer zu beruhigen. Weiter ruhig atmen. Geht er dann in Rückenlage, spart das Kraft. Und noch einmal ist Selina gefordert. Mit ihrem Board ist sie für die Rettungsaktion bestens ausgerüstet und darf jetzt dicht an den Schwimmer heran. Am meisten hat mich verblüfft, dass Nähe nicht immer das Richtige ist, sondern dass man eher Distanz zu der Person, die halt eben in Notlage ist, halten sollte. Denn wenn ich jemanden rette, sollte ich mir sicher sein, dass ich das auch schaffe und nicht mich selber noch in Gefahr zu bringen. Diese Aufgabe hat Selina gemeistert und Sicherheit gewonnen. Und falls sie je ein Menschenleben retten muss, weiß sie, zuerst den Notruf absetzen und dann dem Schwimmer in Not nicht zu nahe kommen.